Hi Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch wieder willkommen zu einem neuen Bericht der Masters of the Universe Origins Reihe. Und in diesem Fall die Zauberin des Bösen, Evil-Lyn. Evil-Lyn gehört hier bei uns zur Wave 2 und kommt auf der bekannten Verpackung, die an die 80er Jahre angelehnt ist. Wir sehen hier schon das Original Masters of the Universe Logo, darunter mit dem Hinweis auf Evil-Lyn, oben der Hinweis 6 Plus, also hier auch für die Jüngeren unter uns. Und ich habe hier die Europakarte mit dem gelben Stern, bei der drauf steht Includes Comic, der Hinweis auf den Comic. Bei den USA-Boxen ist dort das Modern Posing und Retro Play. Wir sehen hier auch im Hintergrund schön das explodierende Vulkangestein. Und bei unseren Packungen steht hier leider nichts drunter. Bei den USA-Packungen steht noch Evil Warrior Goddess drunter. Warum das bei uns weggelassen wird, weiß ich nicht, was ich schade finde. Und wir sehen Evil-Lyn vorne in der Fensterbox und hinten das Comic, das wieder das gleiche ist wie bei allen anderen Figuren, die ich bis jetzt hatte. Es ist wieder Beast Barrage, diesmal wieder mit Schrift. Und wie ich immer den Hinweis gebe, wenn ihr diese Figuren sammeln wollt, achtet darauf, wenn sie dann im Spielwarengeschäft sind, dass ihr durchseht, guckt, ob irgendwelche Auffälligkeiten bei der Bemalung sind und dass ihr keine Stresslinien habt oder sonstiges oder so wie ich hier diesen Knick, der nicht sehr schön ist. Ich habe es natürlich von einem Online-Händler. In diesem Fall ist es aber nicht schlimm, da ich euch die Figur präsentiere und sie so oder so auspacken werde. Wenn wir einmal das Ganze umdrehen, sehen wir uns natürlich erst einmal dieses schön gemachte Artwork an, wie immer auch mit diesem Glanzfilm. Und ihr seht hier den gelben Stern nochmal mit dem Hinweis auf den Comic und Evil-Lyn in diesen grellen, bunten Farben in Angriffsstellung. Sie zaubert irgendwas. Der Hintergrund ist super gestaltet. Also das Artwork auch hier sehr schön. Kommen wir einmal zur unteren Seite. Dort seht ihr auf der linken Seite den Hinweis auf das Action-Feature, das keins ist. Und zwar wird hier einfach beschrieben, Evil-Lyn kann ihr Zubehör in der Hand halten und die Figur ist beweglich. Auf der rechten Seite wie immer der Hinweis auf die erhältlichen Figuren. Bei den Origins ist es hier auch in einem Artwork gehalten und nicht so wie beim Original, das Originalbild der Figuren. Diese 6 Figuren, es ist doch so, dass dies die Wave 1 ist, aber hier in Deutschland sind die Waves anders oder die Online-Händler präsentieren sie uns einfach anders oder liefern sie anders aus. Deswegen ist es jetzt bei mir der Fall oder war Evil-Lyn bei der zweiten Wave gelistet. Ich hole Evil-Lyn jetzt einmal aus der Packung raus und wir sehen sie uns dann näher an. So, da bin ich wieder, wie erwähnt, das gleiche Comic, Beast Barrage, diesmal wieder mit Schrift. Den Inhalt haben wir jetzt schon öfter gesehen. Nichtsdestotrotz, dieses Comic ist dünner als die Original-Comics und hinten nochmal die Artworks der Figuren. So, Evil-Lyn haben wir einmal aus der Verpackung geholt.
Es sind ja 5,5 Inch Figuren, sprich 14 Zentimeter, und diese hat sie auch, und von Schulter zu Schulter circa 3,5 Zentimeter. Wir wiegen Evelyn einmal und Evelyn hat ein Gewicht von 41 Gramm. Damit ist sie etwas leichter als Tila, die ja bei ca. 50 Gramm war. Bedingt natürlich durch ihre Schlangenrüstung. Und wenn ihr mein Video zu Tila geguckt habt, dort habe ich ja schon alles erwähnt. Ihr solltet euch das Video einmal ansehen. Wenn wir von den Schultern bis zu den Füßen abwärts gehen, ist es komplett die gleiche Figur. Die Origins-Figuren kommen in grelleren Farben, als es bei der Vintage-Serie der Fall war. Ihr seht schon das Gelb, das schon ein bisschen mit Neongelb zu vergleichen ist. Auch dieses Babyblau und das Lila. Alles ein bisschen kräftiger und heller, als es beim Original der Fall ist. Bei Evelyn habe ich leider ein paar Übermalungen. Auch hier seht ihr es. Dort ist ein bisschen Blau auf der gelben Haut übergeblieben. Ein Tropfen. Und auch an der Seite ihrer Kleidung, ihrer Rüstung ist etwas mehr, als es sein soll. So, hier zeige ich euch einmal das Verhältnis, das Größenverhältnis zu Skeletor aus der Origins-Serie, und wie bei der Vintage-Serie ist dieses auch genauso gehalten, also passt. Sehen wir uns einmal die Bemalung in ihrem Gesicht an. Die Augenbrauen, die Augen an sich, die Lippen sind gut bemalt, dort ist nichts drüber. Wir sehen hier die einzelnen Wimpern und über den Augen Eyeliner, oder mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wie das heißt. Ich schmink mich nicht. Wir sehen aber auch hier, dass im Gegensatz zur Vintage-Serie Evelyn ein neues Gesicht hat. Also das ist komplett neu gestaltet, und wir sehen auch, Evelyn fletscht die Zähne. Also Evelyn guckt hier sehr grimmig rein. Kommen wir zur Beweglichkeit von Evelyn. Die Fußgelenke sind beweglich von oben nach unten. Ihr könnt sie einmal in der Runde drehen. Die Unterschenkel von außen nach innen. Den Unterschenkel könnt ihr einmal flexen. Die Beine von hinten nach vorne bewegen. Ihr könnt die Beine spreizen, und hier seht ihr den Ansatz dieser Pinne, an dem die Beine befestigt sind. Der Torso lässt sich einmal 360 Grad bewegen. Die Schulter könnt ihr von oben nach unten bewegen, natürlich von hinten nach vorne. Eine Unterarmrotation von innen nach außen. Die Handgelenke auch von innen nach außen und einmal 360 Grad bewegbar. Und der Kopf kann auch 360 Grad bewegt werden und einmal in der Runde. Bei den Origins sieht es etwas seltsam aus, was den Übergang von Knie zu Unterschenkel betrifft. Bei den Classics oder zum Beispiel Ultimates ist es besser gelöst. Hier geht es von Knie über den Unterschenkel, und dies sieht etwas seltsam aus, und im Fall von Tila und Evelyn noch seltsamer dieser Überhang, als es bei den männlichen Figuren der Fall ist. Die weiblichen Figuren sind schwieriger hinzustellen, als es bei den männlichen Figuren der Fall ist. Die Figur fühlt sich aber solide an, also hiermit ist definitiv
zu spielen und hier wird nicht sofort etwas kaputt gehen, wenn es einmal runterfällt. Und ihr wisst ja, auch in meinen anderen Videos habe ich euch ja dieses mehr oder weniger versteckte Feature gezeigt. Ihr habt hier ein Baukastensystem. Ihr könnt den Kopf abnehmen, ihr könnt den Arm abnehmen, die Hände lassen sich abnehmen, der Oberkörper lässt sich abnehmen und ihr seht schon, ich muss auch hier Kraft aufwenden. Das sitzt alles fest und so haben wir die Möglichkeit des Customizings, des Umsteckens mit anderen Figuren. Hier ist es aber nur die Möglichkeit mit Teela. Ich zeige euch das einmal an einem Armwechsel und da seht ihr schon, das geht fix. Wenn wir einen männlichen dazu nehmen, dies wird nicht funktionieren, denn ihr seht, dort ist der Pin etwas dicker und auch wie im Teela-Video zeige ich euch einmal, der Oberkörper des männlichen Parts ist zu groß, das Loch, in das eingepinnt wird, ist zu groß und ihr seht schon, es ist zu locker drauf. Zudem sieht es auch noch extrem seltsam aus und auch beim Kopf ist es bei den männlichen sehr viel dicker. Also hier sieht aus wie ein Schrumpfkopf und auch das passt einfach nicht. Auch die Möglichkeit des Customizings, des Zusammenstecken mit Ultimate-Figuren oder mit Classics-Figuren ist hier nicht möglich, da diese Pinne vor allem bei den Origins dicker sind. So, wir haben Teela einmal wieder zusammengebaut und ihr seht immer schon der Hinweis, den ich euch gegeben habe, immer mit einem Überhang mit dem Oberkörper nach vorne. Schon ein bisschen leicht nervig, diese hinzustellen. Evil-Lyn kommt mit einem Zubehör. Dieses kennen wir natürlich schon von der Vintage-Serie. Ihren Stab und der Detailgrad hier ist in Ordnung. Evil-Lyn kommt genauso wie Teela mit 2 geschlossenen Händen. Ihr könnt also das Zubehör in beide Hände packen. Der Stab bei der Vintage war auch am Leuchten. Ich habe es hiermit probiert, aber es geht nicht. So, ich habe euch hier mal als Vergleich jetzt Teela aus der Origins Reihe zugepackt. Eine Evil-Lyn aus der Classics oder sonstiges oder aus der Vintage Reihe habe ich nicht. Hier können wir noch einmal sehen, dass die Figuren bis auf den Kopf gleich sind. Und auch dadurch, dass natürlich die Hände beidseitig geschlossen sind, kann bei beiden Figuren natürlich auch das Accessoire, das Zubehör des jeweiligen anderen benutzt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass eine Hand offen ist, um sie in Pose zu stellen und es so aussieht, als ob sie einen Zauberspruch absondert. Ja Leute, das war ein Bericht zu Evil-Lyn aus der Masters of the Universe Origins Reihe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Figur sagt oder allgemein zur Reihe. Gefällt sie euch nicht? Bleibt weiter auf dem Laufenden. Demnächst noch viel mehr für euch
Dazu abonniert meinen Kanal und bis dahin, let's collect!